Die unglaubliche Wiederauferstehung einer Legende. Der wohl älteste VW Samba Bulli der Welt ist zurück. Florian Kalf hat 5 Jahre lang dran gearbeitet. Deswegen bin ich hier auch jede Nacht bis 11, halb 12 am Schrauben, dass wir Ende Mai fahren können. Florian will mit dem Bulli das erste Mal über die Autobahn. Sein Ziel, das größte VW-Oldtimer-Treffen der Welt. Gerade eben ist noch eine Gruppe aus Indonesien, Neuseeland und Israel gerade angekommen. Wird der Bulli aus dem Jahr 1951 das schaffen? Oder endet der Traum auf einer Raststätte? Das nächste Treffen ist erst in 4 Jahren. Ich bin da schon so ein bisschen paranoid tatsächlich. Ne? Also jedes Geräusch, was von irgendwo kommt, das löst zunächst mal Angst aus. (2017) sah der Bulli noch so aus. Florian Kalf aus Bonn ist seit über 20 Jahren VW-Fan und hat diesen Haufen Schrott gerade für mehrere tausend Euro gekauft. Das ist für jemanden, der seit Ende der 80er Jahre sich mit alten VWs beschäftigt, natürlich unglaublich. Das ist sowas wie der heilige Gral. Jeder will einen alten VW-Bus haben, jeder will einen Samba-Bus haben. Ein früher Samba ist vergleichbar mit der blauen Mauritius. Das ist das Wertvollste. Die Fahrgestellnummer. Sie verrät das Baujahr. 1951. Es ist der wohl älteste VW Samba Bulli der Welt. Jahrzehnte verrottete er auf einer Weide in der Eifel. Werner Offergeld hat ihn gefunden. Letztendlich war der nur noch von Bäumen gehalten. Die Bäume sind auch durchgewachsen. Von unten nach oben, von oben nach unten, überall waren Bäume. Und wie wir dann die Bäume weggeschnitten haben, dann ist er so, wie er jetzt ist, auseinandergefallen. Dieser Fund ist eine Sensation. Schon damals verbreitet sich die Nachricht in VW-Fankreisen rasend schnell. Fotografen aus England sind extra angereist und begeistert. Es ist ein total verrückter Fund und absolut fantastisch. In diesem Moment beginnt der unglaubliche Wiederaufbau. Wie hat er das geschafft, dass 5 Jahre später dieser Bulli wieder über die Autobahn fahren kann? Das Abenteuer beginnt in Bonn. VW-Freunde aus Bayern holen Florian Kalf ab. Kai, du kommst dann hinter mir irgendwo und dann müssen wir uns so ein bisschen einpendeln. Ich weiß nicht, wie der sich auf der Autobahn verhält. Ich war noch nie auf der Autobahn mit dem. Gucken mal. Im Konvoi reist es sich sicherer, nur für den Fall, dass er liegen bleibt. Denn den Rekordbully hat er erst vor ein paar Tagen durch den TÜV bekommen. So, los geht's. Bisher gab es ja nur sehr ausgedehnte Probefahrten hier in Bonn und am Rhein entlang. Das wird spannend. Ne? Haben wir gut genug gearbeitet. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann hab ich gemurkst. Ich hoffe nicht. Ist wie früher. Ne? Hast du deine Hausaufgaben oder hast du sie nicht? Ne? In der Schule kann man das machen, noch schnell im Bus auf der letzten Bank abschreiben. Hier besser nicht. Ne? Denn es geht ums eigene Leben, es geht ums Leben der anderen, die mitfahren. So, jetzt geht's auf die Autobahn. Das erste Mal. 5 Jahre hat Florian den Samba aufgebaut. Das VW-Treffen ist sein großer Traum. Noch hat er keine Ahnung, was auf der Autobahn passieren wird. Der Bulli ist seit über 50 Jahren nicht mehr so weit gefahren. Bis nach Hessisch-Oldendorf sind es 270 Kilometer. Das Unmögliche möglich machen. Das macht immer besonders Spaß. Wenn alle sagen, das kann niemals was werden, da kann nie wieder ein Auto draus entstehen, dann sagen, doch, das kann sehr wohl. Florian kann es selbst kaum glauben und fährt auf den ersten Kilometern ganz vorsichtig und vor allem langsam. Jetzt sind wir schon bei 70 Stundenkilometern, 75. Jetzt werden wir zum Ärgernis der Brummifahrer, aber da können wir heute keine Rücksicht drauf nehmen. Was denkst du, wie lange brauchen wir dahin? Das ist mir aber auch relativ egal, solange wir heil und sicher ankommen. Im Moment ist alles gut, es macht Spaß. Und wenn wir vor Einbruch der Dunkelheit in Hessisch-Oldendorf sind, dann haben wir doch das Ziel erreicht. Das ist doch schön. Schnell wird klar, das Auto hält dem heutigen Verkehr auf der Autobahn kaum noch stand. Am Kölner Ring überholen ihn immer mehr verärgerte Lkw. Das stresst. Das Nervenkostüm ist schon sehr angespannt. Die letzten Wochen waren sehr anstrengend. Also 7 Wochen habe ich nur durchgeschraubt an dem Ding, Tag und Nacht. Oh. Plötzlich muss er raus. Es scheint was im Motor nicht rund zu laufen.
bin da schon so ein bisschen paranoid tatsächlich. Ne? Also jedes Geräusch, was von irgendwo kommt, das löst zunächst mal Angst aus. Ist die Reise hier zu Ende? Oder hat er doch alles richtig gemacht beim Wiederaufbau, der 2018 so richtig an Fahrt aufnimmt? Die Herausforderung: über die Hälfte des Bullys ist weggerostet. Also hier sieht man, da ist nicht mehr allzu viel von übrig von der Tür. Trotzdem wollen wir retten, was zu retten ist. Aber wir brauchen ja irgendwo ein Maß. Und wir brauchen mindestens für unten eine Menge Teile. Und dafür habe ich bei eBay tatsächlich aus Köln ersteigert eine Tür vom geschlossenen Kastenwagenbus. Aber vom Maß ist das gleich. Dann können wir dann den unteren Bereich nehmen. Sein Ziel: jedes Teil, was in der Eifel gefunden worden ist, soll wieder aufgearbeitet und eingebaut werden. Experten aus ganz Europa helfen ihm dabei. In Troisdorf ist ein Teil der Bremse fertig geworden. Das sieht schon super aus. Vor allen Dingen ist die Philosophie, die hinter dem Samba steht, hier sehr schön berücksichtigt. Die Patina ist erhalten. Trotzdem ist es jetzt wieder ein Teil, was man auch unter sicherheitstechnischen Aspekten durchaus nehmen kann. Über ein Jahr dauert es, Ersatzteile und die passenden Experten zu finden. Einige Teile, wie die Buchsen für die Lenkung, müssen sogar extra für ihn produziert werden. Seine Mission wird immer teurer. Über 100.000 € wird er ausgeben. Lohnt sich das für einen alten Bulli, fragen sich jetzt viele? Ja, ganz klar. Also heute schon ist ja jeder Samba-Bus über 100.000 € wert. Dann kann ich hier auch 100.000 in so ein Objekt versenken. Natürlich habe ich die nicht unterm Kopfkissen. Das ganze Projekt streckt sich ja über viele, viele Jahre. In seiner Bonner Werkstatt baut er die restaurierten Teile wieder zusammen. Langsam kann man erahnen, wo das Rad draufkommt. Hier drin, da sitzen dann die Buchsen, die uns der Herr Moll eben gemacht hat. Und so kommt wieder eins zum anderen. Ein halbes Jahr später. Der Bulli hat wieder ein Fahrgestell und soll gleich das erste Mal wieder über den Hof fahren mit Original-Blinker. Blinken kann er schon, beziehungsweise winken. Das ist ja ein Winker. Das gab es bei VW tatsächlich bis 1960. Völlig antiquarische Vorkriegstechnik. Und das ist ja auch gerade das Schöne an so einem Auto, an so einem Projekt, dass man hier so lustige kleine Details dann machen kann. Und tatsächlich, schon im Mai 2018 fährt der Bulli wieder. Das ist super. Das ist schon super. Es ist schon sehr speziell. Also wenn man weiß, das ist ein Prototypenauto und das hat eine so irre Geschichte. Beruflich handelt Florian mit Oldtimer-Ersatzteilen. Für die größte Aufgabe bringt er aber den Bulli nach England. 4 Jahre später ist der Bulli kaum wieder zu erkennen. Weltweit gibt es nur wenige Menschen, die das können. Mark Spicer hat die alten Teile mit Ersatzteilen perfekt verschweißt und den Lack möglichst original gelassen. Ich war schon ziemlich überwältigt, als er dann die Tür aufmachte und sagte, hier, guck, das ist er. Da ich schon, wow, schon toll, was er da hingekriegt hat. So, jetzt wird es sehr spannend. Was probierst du aus? Ja, jetzt kriegt das Auto zum ersten Mal Strom auf die Bordelektrik. Und die Bordelektrik war so meine Beschäftigung in den letzten Nächten, das Auto neu zu verkabeln. Jetzt kann es natürlich super peinlich werden, aber es werde Licht. Ja. Ja, eine Seite tut's, die andere nicht. Das muss doch funktionieren hier. So, gut. So, Ferndicht, gucken wir auch mal. Ich habe ja schon Ferndicht 1951. Da, also das Auto muss fahren, das Auto wird fahren. Und da freue ich mich in der Tat am meisten drauf. Zurück auf der Autobahn, zurück im Motorraum. Florian hat ein komisches Geräusch gehört. Doch nach einigen Minuten Entwarnung. Alles wie es sein soll. Kein Riemen fit, kein Abrieb irgendwo. Der Bus läuft besser als ich. Es kann weitergehen, doch schon eine halbe Stunde später hält er wieder an. Wieder der bange Blick in den Motorraum. Wieder nichts. Also wieder auf die Bahn
So zieht sich die Fahrt. Statt 3 Stunden wie normal ist Florian jetzt schon über 5 Stunden unterwegs und immer noch nicht da. Wie mit einer neuen Beziehung. Man muss sich gegenseitig erstmal austesten, wie weit man gehen kann und wie der andere tickt. Dann hat er es fast geschafft. Hallo, schönen guten Tag. Seid ihr schon angemeldet? Wir Noch kein müssen noch Aufkleber? durch die Anmeldung durch. Genau. Ja. Über 800 VW-Oldtimer sind nach Hessisch-Oldendorf gekommen. Es ist das weltweit größte Treffen dieser Art. Autos aus 21 Nationen und Menschen aus 49 Nationen. Gerade eben ist noch eine Gruppe aus Indonesien, Neuseeland und Israel gerade angekommen. Also wir sind selber überrascht über die Akzeptanz. Allein über 250 T1-Bullis sind hier. Ein ganzes Dorf wird alle 4 Jahre zum Mekka der VW-Fans. Traugott Grundmann ist der Gründer und Organisator. Er zeigt Florian seinen Platz. Er kann es kaum glauben, dass es der Bulli aus Bonn geschafft hat. Und das ist ja wunderschön, was hier da gelungen ist. Vor allen Dingen die Patina, die du da erhalten hast, finde ich schön. Also das Auto ist bekannt in der Szene, weil natürlich viele Leute gesagt haben, dieses Auto ist nicht mehr zu restaurieren. Und dann ist natürlich, guckt jeder nach und ist schon ein ganz besonderes Auto. Das muss man sagen, denn da gehört viel Mut, Wissen, Können dazu, so ein Auto wieder herzurichten. Kaum angekommen, steht Florian mit seinem Samba im Mittelpunkt der VW-Fans. 5 Jahre hat er für diesen Moment gearbeitet. Es ist immer schön, wenn man sich eine große Aufgabe stellt und es klappt dann irgendwann. Macht ein bisschen glücklich. Hat sich das gelohnt? Unbedingt. Und im Grunde geht die Reise ja jetzt erst los. Weil jetzt fahren wir, jetzt sind wir Freunde, der Bus und ich. Und jetzt wollen wir mal ganz andere Abenteuer erleben. Jetzt geht's durch Europa mit dem Auto.